bit more, make it a little easier for the Rivian to drive by. So we started by handcrafting that original part of the level to set the visuals and art direction for the entire piece, and then built out procedural tools that allowed the team to create a much larger play space much more quickly. Aber so werden die Games aussehen in 5 Jahren, Chat. To make larger sweeping changes to the environment. So Jacob, let's start by removing some of the trees in this area. Absolutely, that's easy enough actually. All right, a little too much. Let's add some trees back in. Okay. And let's also add in some cliff formations, give it a little bit more variability. So the procedural systems are all deterministic. As Jacob is experimenting with different sets of input parameters, once he finds a set that he likes, he can always go back to it and get out exactly the same results. And the procedural systems aren't just placing trees and rocks, but also fog cards, bugs, birds, everything that's needed to bring this environment to life. And everything that you've seen here works at scale. This environment is 4 kilometers by 4 kilometers. If we hide all of the procedural elements, we can see that original hand-built area about 200 meters by 200 meters. We believe that there will always be the need for hand-building environments, so we design these procedural systems to be tools for artists that da war ein Bug. work in concert with hand-built content. Both Substrate and the new procedural tools will be available in experimental form in 5.2. And everything you've seen here is running in the Unreal Editor in real time on a developer machine with an Intel 13900K CPU and NVIDIA RTX 4090 GPU. So Jacob, thanks for being here and helping us out today. Thank you very much, Nick, for having me. It's been a pleasure. Das war ein Deutscher. All right, so come visit us. Sah der vorhin nicht anders aus? Booth on the expo floor. You can check out this demo for yourself. And this afternoon, here in the YBCA, we'll have a tech talk diving into the details behind this demo. In addition, the Preview 1 build of Unreal Engine 5.2 is available now. So you can test out all of the experimental new features we showed today, as well as numerous other improvements. Head over to the Epic Games Store to download the binary build, and also get the full source code from the Unreal Engine repository on GitHub. Now, I found that we make the best technology for developers when we use it ourselves, when we really put the engine through its paces, both through tech demos like this one, as well as full game productions. So to talk about how the Fortnite team used the latest Unreal Engine 5 capabilities to ship Battle Royale Chapter 4, please help me welcome John Loff. Thanks, Nick. For Chapter 4, we wanted to show Fortnite in a way players have never seen before. We upgraded with broad strokes, using Lumen, Nanite, and other UE5 tech. Scheiße. We worked directly with the engine team to improve these features and ensure they scaled on all platforms Fortnite ships on. First up was lighting. Now, our options in the past to improve lighting have been somewhat limited because Fortnite is a really dynamic game. Big lighting just doesn't work because the moment a player destroys a wall, light maps are invalidated. So we were really excited to give Lumen a shot. It updates global illumination in real time as the environment changes. Early in Chapter 4 development, we captured a video of Lumen enabled in a Fortnite test build. And the player in the video destroyed a wall, and light just came flooding into the room. Was? And honestly, it was pretty stunning. It brought new life to the environment, and the realistic bounce light worked great with Fortnite's vibrant style. While initial results were exciting, you know, nothing is that easy in game dev. And as we discovered, real-world lighting can create real-world problems. Playtests revealed areas of the map, like attics and basements, that had no windows and were just too dark for gameplay. And it was also the first time we were using auto exposure, and it was causing bloomed-out areas when players were in dark interiors looking outside. We solved these issues using UE5 features like local exposure and some art-directable controls within Lumen that enabled us to provide a final image much better for gameplay. Okay. While the art team refined content, the engine team provided some new scalability options so that we could run Lumen on next-gen consoles at 60 frames per second. In addition to lighting, Nanite opened the door for us to add an incredible amount of detail to the Fortnite island. It was introduced in UE5 as a virtualized geometry system that supports extreme mesh complexity. So we spent some time experimenting, looking for a good balance between stylized art direction and detail.
so we could increase visual quality, but still maintain Fortnite's iconic style. Now that artists weren't limited by triangle counts, we scaled our content pipelines to support Nan on high-end hardware. Tech artists modeled new vegetation assets, and the art team created some high-detailed props and some amazing hero assets. But this still left us with a large building library that needed a visual upgrade. Okay. We resolved this using an offline process that took displacement maps from our materials and created high-resolution nanite meshes. It was really cool to see these classic Fortnite materials like brick, stone, and wood get a high-resolution facelift and pop off their surfaces. Now, past nanite demos have relied on static hard surface environments, but Fortnite's an animated world. Trees blow in the wind, and buildings wobble when hit. So we worked with the nanite team, and they extended the material pipeline to include masked and animated materials on nanite geometry. Nice, nice. The island in Fortnite is constantly evolving, with major changes each season and complete reboots when chapters launch. So it's essential that we evolve our workflows too. During Chapter 4 development, we started utilizing 2 new UE5 features that changed how we build levels: World Partition and one file per actor. World Partition automates the level streaming, and it allowed us to work in one large level. We use level instance actors to group content logically, like a building and all of its props. One file per actor ensured our large dev team could work in this space without source control conflicts. Now, these features hadn't yet been put to their paces by a large dev team, so there were some early bumps in the road. But RLDs were in daily communication with the engine team, and we saw consistent improvements. Not long into production, we were developing Fortnite in a much more collaborative environment. Cool. Our goal for Chapter 4 was to deliver an awesome experience to our players. Aber zeig mir jetzt die We were verdammt, also wie helped by man using and diese improving Creative the 2, Digga, engine das will ich sehen. features. We've improved your experience as well. Now, with a look at the amazing work developers are already doing in UE5, please welcome Dana Cowley. Was? Hallo? Now, even when you have great tools and amazing content at your fingertips, making games is hard. And it gets even trickier when you're trying to ship while you're upgrading your features. And we put a lot of effort into making sure that the transition from UE4 to UE5 was as smooth as possible. And you've proven that it worked. And we've been impressed with all of the teams who have made the jump over so quickly. Now, many of you moved your games over right in the middle of development, and quite a few of you have left internal tech in favor of UE5. And as of last month, 77% of all Unreal Engine users are on UE5, and that's rapid adoption en masse. And over 750,000 of you are actively building with Unreal Engine each and every month. You've invested in us, and we're investing in you. And beyond games, you're telling amazing stories across live action and animated entertainment. And to date, more than 550 television and film projects have been made with Unreal Engine in production. Now, these are some of the leading studios using UE5 today. This represents a brain trust of talented game developers from all over the world, and it's getting bigger every day. You've validated that we're on the right path, and we're blown away by how you've embraced the tools and shown us what's possible. Habibi, zeig mir die alte Map! You're about to hear from several talented teams who are bringing their awesome games to PC, console, and mobile. First up, we have Qubit Studios, a small team whose game Infinitesimals has not only received an Epic Mega Grant, but it's also coming to the Epic Games Store with the help of Epic Games Publishing. Here to give you an exclusive new look is Michael. Digga, sie ist voll am Zittern. Die Arme, Alter. Hi everyone. I was invited here today to share our story with you. Qubit Studios is a small studio from Europe. And we have one mission, to bring the world of Infinitesimals to life. In our first game, you play as Captain Okni Rodin-Reg, as he and his crew explore a mysterious planet filled with lush environments. Now, a universe is already big at our scale, but when your main character is only a few millimeters tall, it takes on a whole new meaning. As a studio, we have big ideas. As a small team, we need to make choices.
And that's where switching from UE4 to UE5 made a big difference for us. It has empowered us by giving us time back. Let me take you through a few examples. As Okni is very small, we want players to truly feel its sense of scale by having a large space to explore. By using wall partition in UE5, we managed to save most of dev time. Und was Not hat just because CSGO of the size of the gepostet? world, but also because we can build on top of Counter-Strike it. 2. It allows us to spatialize a lot of systems very quickly. And with the built-in HLOD, we get strong runtime performance while being able to load the entire world visually in Editor. A large world is great, but it doesn't do us any good if it's empty. And that's where the new packed actors and level instances came in handy. A level designer can use prefabs to quickly prototype ideas, while artists can refine those prefabs in Editor by assembling assets together. And with one file per actor, it all happens in parallel. On the animation side, motion warping allows us to use a single animation for a large range of situations. And with Control Rig, we can quickly create those first pass animations in Editor. But the most outstanding features are Nanite and Lumen. We don't need to spend time on topology optimization and can directly use high poly meshes. Lighting is more realistic, and we don't have to use tricks for transition between exterior and Lenchen, danke dir für dein Raid mit 5 All in Leuten. all, working with UE5 has been a tremendous time saver for us, and upgrading from UE4 was surprisingly easy. We were up and running in a couple of days. We can now iterate more quickly, focus on gameplay, and allocate time to riskier ideas. But enough talking. Go on the Epic Games Store and wishlist the game now. Thank you, everyone. Enjoy the rest of the show. Your team has built a beautiful game, Michael. Fantastic work. Und Lenchen, Now, our danke für deinen next Sub. partner is one that needs little introduction. Kabam develops and publishes world-class, highly social, multiplayer mobile games. And today they are here to make a special announcement. Please join me in welcoming Vice President of Product, Tyler Black. Chat, können wir einfach Sydney-Vlog gucken und wenn irgendwas Spannendes passiert, sagt ihr mir Bescheid? Wie lange geht sein Vlog? 10 Minuten, komm. Ah, kommt jetzt? Successful mobile games. Nee, doch nicht. Second day, you know what I'm saying? So, jetzt habt ihr mal unsere View. Ist stabil. Boah, die View sieht geisteskrank aus. Mal ganz kurz festhalten, wie du aussiehst. Ich von meiner Nichte, Mann. Hier oben ist voll windig. Ich schwöre, das hört man, glaube ich, auch im Video. Viel Spaß mit dem zweiten Video, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ich hoffe, da hinten sind die irgendwo, die Wichser. Wo sind die Spring Breaker, Mann? Ich hoffe, der Call war gut, dass wir hier gegangen sind. Übermorgen ziehen wir nach Miami sowieso. Also wir sind jetzt ja nice. nördlich von Miami. Ihr könnt ja mal die Map einblenden da. Wir sind jetzt in Fort Lauderdale und wir müssen dann runter nach Miami. Und dann ziehen wir da für 2 Tage noch an. Yo! Der fragt gerade, ob er Miami-mäßig angezogen ist. Spring Break, Spring Break. Also, wir gehen jetzt ins Gym, Digga. Was haben wir hier? Takis, blaue Takis. Digga, die sind so... bei King Cans bestellen, Leute. Ey, yo! Ja, Mann. Ja, Mann, my King Kids. Takis, blaue Takis. Digga, die sind so... bei King Cans Ja, Mann, Alter. Ausrufezeichen King Kids. bestellen, Leute. Digga, der will, dass wir zu dritt da hinten reingehen, Digga. Lass einen neuen bestellen, Digga. Das beißt sich. Was soll ich sagen? We put out the feathers for this type of weather. She put it a club to bust up a dub. She came with a man. Wir sind jetzt in einer Mall. Es gibt viele Cheesesteaks. Die ist auch zufälligerweise... Digga, du kommst immer so nah an mich ran, Alter. Die ist zufälligerweise auch im Apple Store. Und ich habe da mir Apple AirPod Max geholt und da war auch kein Polster drauf, Schlüpfer verarscht.
Da ist nichts drauf. Wurde ich abgezogen? Ich glaube, man kann Oh mein Gott. Ja. Wie kann man da verarscht werden, Digga? Digga, ich habe früher einfach in so einem Laden immer gearbeitet, Digga. Alle Menschen sollen rauskaufen mit 3,5 Gramm netto, damit er dafür bezahlt, dass wir auf Reisen geht. Wir waren jetzt essen, wir fahren jetzt zum Strand und wir hoffen, dass da dann der Grund ist, warum wir überhaupt hier sind. Warum wir in Fort Lauderdale sind und nicht in Miami. Eigentlich Stunde der Wahrheit. Ja, es ist wirklich. Wir sehen auch keine Leute, also wir gucken auf unseren Balkon runter. Digga, hier auch ist, also hier ist es auch richtig Hier frisch, sind, zum ne? Beispiel, wir sind hier 10 Minuten davon entfernt. Wir sind keine jungen Leute und so. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, wir sind jetzt ein paar, die einen Bett checken. Jetzt bin ich langsam an dem Spot, wo es halt abgehen soll. Aber da hinten ist Polizei. Das ist schon mal gut. Der Strand ist packed. Der Strand ist rappelvoll. Wir fragen uns gerade, wenn wir am Strand sind, was wir denn da machen. Also, man muss irgendwas da machen. Wir sind dann halt genau so hier. Ja, what the fuck? Trink Wasser, Alter. Beruhigen. Wir haben jetzt unsere Drinks in so einen Pappbechern. Also das macht man hier so, weil man halt in der Öffentlichkeit nicht trinken darf und so hat man keinen obvious Alkohol in der Hand. Ja, also hier ist halt alles cool. Ja. Wir wissen halt nicht so richtig, was wir jetzt machen, ne? Ich glaub, Ja, uncool. wir holen uns jetzt einen Ball. Was machen die da? Ein bisschen. Ja. Schauen wir mal, was passiert. Das Coole ist halt, dass halt wirklich alle, die hier am Strand sind, von unserem Alter sind ungefähr. Ich sehe noch keine exzessiven Spring Break Partys oder sonst was. Oder Musik oder so läuft auch nicht. So, dann haben wir jetzt im Shop einen Ball geholt und so ein Family Towel. Dann stell dir vor, wir bereiten das so aus und wir merken, dass wir alle drei da nicht draufpassen. Digga, ich dachte, der hat so ein übergroßes Handtuch gekauft, ne? Da passt keiner auf. Hier spielt Football. Aber mit wem? Hot. Ich glaube, hier sitzt ein Basketball neben uns. You can do it. Oh, you're next. You wanna do it? No. I can do it. It's not my thing. Everybody can try. You can. Like I guess you guys. Come on! He's a good surfer. Yeah, come on, Kalle. It's called skimboard. Oha. So, ich habe jetzt War mit nicht ein paar mal Leuten schlecht. geredet hier. Die sagen, hinter diesen Bars ist meistens immer eine Poolparty. Man muss halt an den richtigen Tagen hingehen, dass es voll ist. Sonst ist jeder Tag hier am Strand einfach alles cool. Jeder kommt hier hin. Abends ist so ein Club, Sway, wo $25, du hast all night free drinks. Was ist das für ein Deal? Ich glaube, das ist so der Ablauf hier. Und wir passen uns einfach mal so an. Wir machen mal so einen Tag wie die normalen Spring Break. $25, all night, all drinks. Digga, die machen doch Minus. Ich habe gerade die hier Fußballspiel gesehen. Ich will eigentlich da mitmachen, aber die sind voll gut und sind. Ih, Junge, es ist einfach schlecht bei denen. Natürlich waren die Fußball gespielt haben, Deutsche oder Schweizer. Die meinten, ab 5 Uhr wird der Strand geräumt und dann gehen alle in die Bars. So läuft es. Das Ding ist, wir können uns halt, wir wissen halt nichts, wir müssen alles so lernen. Wir sind einfach so Mitläufer. Ey, da ist auch ein Vertrag. Ich bin nicht der Einzige hier, Digga. Ich habe mich gerade an eine Szene an Mallorca erinnert, ne? Ich war mit Omid, ne? Wir waren an der Promenade und ihr kennt ja diese Helmuts, die so Leute ansprechen, ne? Digga, der geht so zu Omid, ne? Der sagt so, oh, you smoke, you want weed, Coca? Omid sagt so, nein und so, ne? Digga, der Typ kommt zu mir, ne? Der sagt so, oh, my big boy, you hungry? Ich so, no. Der so, you need burgers? Was machen wir jetzt? Wir gehen was fressen. Jetzt laufen die Leute halt von der Rüka, vom Strand. Da haben sie ja gerade gechillt. Jetzt gehen sie in die Bars. Wurde uns so erklärt. Ich sag dir ehrlich, der Vibe ist super, ne? Aber ich dachte, es wird gottlos wild. Ich dachte, es ist viel asozialer. Ja, ich dachte, es wäre das Asozialste, was es gibt. Naja, noch nicht dieser verrückte R-Shake-Twerk-Content, den ich mir erhofft habe hier. Aber man muss auch sagen, Spring Breaker, die sind ganz schön jung. Ich sag, die sind nicht 21, ne? Also trinken sie ab 21 hier. Ja, wir sind jetzt in eine Bar reingelaufen. Okay. War zu leer? Das war's nicht. Das war's nicht. Wir müssen zu den richtigen Momenten dahin gehen. Mir wurden Videos geschickt von dort. Das war sogar genau so, als habe ich wieder erkannt, wo es rappelvoll war. Zu deinen Wochenenden. Ja. So, vielleicht gibt es einen Eventplan oder so, kann uns dann jemand schicken. Ich bin recht im Arsch, ne? Ja. 19:20 Uhr.
Richtig exorbitant. Dicker. Hotbenson. I love our dance. Wir laufen jetzt wieder ins Hotel. Gehen jetzt ausruhen. Jetzt so die Zeit, wo sich das Ganze hier so räumt. Der Beach ist sowieso leer. Bis jetzt so knapp 20 Uhr. Abends gehen wir nach Downtown in Fort Lauderdale. Alter. Also es ist nicht so eine wilde... Wie kann man keine Angst davor haben, Alter? Geisteskrank. Partystimmung, wie ich dachte. Aber es ist halt so ein chilliger Vibe. Das ist richtig geil. So, man chillt hier einfach, man hat Spaß. Ich dachte, es wird so Malle, einfach Amerika-Version. Alle mit College-Studenten, dachte ich. Das Jetlag hat reingeknallt. Wir haben einfach 3 Stunden so geschlafen. Die schlafen immer noch. Es ist 0 Uhr jetzt. Wir gehen jetzt auch noch mal raus. Ich will sehen, ob da was abgeht. Ich muss es unter die Lupe nehmen, Leute. Ich meine, auch sonst sind die schlimmsten, die schlechtesten Tage, die wir uns ausgesucht haben. Aber wir waren Montag, Dienstag, Mittwoch hier. Und Digga, die zeigen mir mal Videos, was am Samstag hier los war, was vor 3 Tagen los war. Junge, was da abgeht? Das ist das, wo wir gerade eben zum Beispiel waren. Man muss halt wissen, wann man dahin geht und so. An manchen Tagen ist Rockbar anscheinend auch full. Digga, Hilfe. Auf jeden Fall gucken wir jetzt, was nochmal in Downtown abgeht, bei den Clubs. Ich versuche dann die Tage, ich will auf jeden Fall in Downtown. Hier ist auch nichts, ne? Wir sind jetzt hier angekommen. Wie laut ist es hier? Also hier sind jetzt ganz viele Bars und Clubs und sowas nebeneinander. Mal gucken, was hier... Ich muss sagen, Miami will ich nicht mehr hin. Also da war ich schon zwei, 3 Mal. Wie oft war ich in Miami? 2 Mal jetzt. Und ich muss sagen, ich war 2-mal LA, 2-mal Miami. Ich würde New York gerne nochmal wiedersehen, aber Miami nicht so. Hier so abgeht, was ich mal sagen muss, wir sind durch die Stadt gefahren, Fort Lauderdale ist übertrieben schön. Also auch voll groß und so. Ich will dir mal zeigen, was hier die Mehrheit, die Leute hier aussehen. Eve und so. Das sind die Mädels. Kelsey, Ann, Ashley. Aber die sind halt alle 18 oder so. Das sieht so aus. Wir haben alle so Freund, dass wir zum ersten Mal feiern. Und das ist so unsere Älteste. Also no front, mittlerweile, du bist ja Glaubdos und so. Nice, ja? Ja, auf jeden Fall. Seit wann hast du eine Brille? Wir sind jetzt über dem Sway, das ist der beste. Oh mein Gott, Digga, oh mein Gott. Da ist halt $25. Drinks all night for free. Guck dir an. Für die komme ich nicht nach Miami. So, wir haben gerade auch nochmal ein paar Mädels von der Frau getroffen. Die waren im Sway, aber die meinten, es war zu eng, also weil es so voll ist. Es packt. You can't move. We had to leave, we can't move. Wir trinken jetzt sowieso nicht, wir haben gar keinen Nerv, in den Club zu gehen. Wir wollten uns immer so einen Eindruck machen, aber ich dachte auch hier wäre es viel wilder. Es ist Dienstag, okay? Es ist Dienstag. Aber ich dachte hier die Straße, dass hier alles voll ist, dass die hier laufen und so. Irgendwie, alle Mädels, die wir fragen, ob wir die filmen können für YouTube, die sagen immer nein. Ich dachte, das wäre voll easy hier. Noch ein Paradebeispiel, die Truppe. Vor dem Club, am Heulen. Der erste, der gefilmt hat, mir ist gerade klar geworden, dass ich schon so alt bin, dass ich 18-Jährige viel zu jung finde. So alt bin ich schon, Digga. Ich werde einfach in 2 Wochen 25. Digga. Mann, ich bin so ein Boomer. Schon so unhip. Digga. Nur kurz abchecken, es ist 1:44 Uhr. Das ist krass, da wirklich 24/7 ist chill. Das war cool, ne? Ganz Tag drauf gewartet, ja. Ich dachte, wir chillen. Mann, Dicker. Jetzt kurz. Und tun jetzt Digga, Kalle, wie er da aussieht. Ey, das sieht so falsch aus, das ist so lustig. Guckt euch mal Kalle an. Das war cool, ne? Ganz Tag drauf gewartet, ja. Ich dachte, Digga, guck ihn. Wir tun jetzt kurz. Und tun jetzt, als ob wir was machen. Die machen das die ganze Zeit. Können wir jetzt mal gehen? Übertreibt, Jungs. Übertreibt. Kommt jetzt. Wir überlegen morgen auf eine Poolparty zu gehen. Guck mal, was er hier macht, Digga. Wir überlegen morgen... Übertreibt, Jungs. Übertreibt. Er zieht einfach mit seiner Hand mit. Wir überlegen morgen auf eine Poolparty zu gehen. Aber in Miami, da wo die Ärsche sind. Ja, sorry. Lasst kein Like da, das Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich nennst. Ich bin jetzt 18. Lass dich schmeißen und dich raus. Ich bin dein Wingman. Check mit Karte, Hände auf und was für Philips drehen?
Oh mein Gott. Yes. Wann geht's denn hier los mit diesem Ding? Ich will jetzt Fortnite sehen. And the work we've seen has been unbelievably breathtaking. And I'm sure a bunch of you in the audience are actually making metahumans as well. Let's take a look at some of this work. CSGO-Trailer, wo ist CSGO-Trailer? CSGO. With features. These tools Das hier, oder was? will be available. With over 20 years of history, maps are a fundamental pillar of Counter-Strike. And in Counter-Strike 2, maps are getting a new look. But don't worry, you can still bring along your countless hours, including a physically based rendering system that produces realistic materials, lighting, and reflections. And finally, overhauls. The oldest maps have been fully rebuilt from the ground up, leveraging all of the Source 2 tools and rendering features. These tools will be available for community map makers to make it easier to build, experiment, and iterate. With upgrades to lighting, player read, and materials in Counter-Strike 2, even the familiar will feel brand new. Summer 2023. Oha. Oha. Okay, krass. Heavy. Bin gespannt. Unbelievable. Ich bin Its motion gespannt. fidelity matches its visual fidelity. Da tut sich But was im animating Gaming-Markt. at this level is a hard task for even the most skilled studios. Some of our best work leveraged 4D capture, but this took specialized hardware and weeks or even months of processing time. While MetaHuman Creator gave you the ability to generate high-quality characters, animating them still wasn't as easy. This is why I'm very excited to announce a new capability to the MetaHuman product, MetaHuman Animator. MetaHuman Animator contains the essence of our 4D pipeline, but optimized to run on a single machine. It is able to use iPhone, as well as stereo professional systems, and today, we're going to demonstrate how it works. For this, we're going to need Mel, our technician John Cook, Digga, and zeig just doch the einfach phone. Creative 2, Janne. Mel, can you take your position, please? Sure. Yeah. Let me know when Ein you're Nerv ready. für sowas. Bitte, zeig doch einfach Creative 2. Okay. Okay, and action. I need performance capture to work like a mirror. I need it to capture whether I'm acting scared or angry. And sometimes, all I need is a look. Cut. Thanks, Mel, that was great. Yeah, you're welcome. Okay. Our technician, John, is currently pulling Mel's performance from the phone onto his machine, where everything will be processed locally. We have updated our Live Link Face mobile app to capture all data at the best resolution possible with the device. MetaHuman Animator uses video and depth data to convert this data into high-fidelity performance animation, and it can even use audio to produce convincing tongue animation. John is currently scrubbing through the take to pick the section that he wants to process. John, are we all good with the data? Awesome. So from now on, it's just a single button click to kick off the processing, which for a performance of this length will take less than a minute to convert into animation. So Mel, while that is processing, let me show you something else. Yeah. Oh, is that me? Yeah, this is what we refer to as your MetaHuman DNA. Cool. And this is generated by the capture we made earlier, right? Yeah, that's right. So from only 3 frames of video and depth data, we can generate a rig that predicts all of your facial expressions in just a couple of minutes. Wow. And do you only need to do this once for each actor? Yes, that's right.
calibrates the solver to your face so that we can produce the performance in a way that faithfully reproduces your original performance. That sounds cool. Aber warum hat die eine Glatze So jetzt? let's check back on the processing, which today is on the latest CPU and GPU, and add the audio so that we can see the result. So Mel's MetaHuman should now be ready. Warum F? Level. Mel, you excited to see the results? Yeah, can't wait to see it. I need performance capture to work like a mirror. I need it to capture whether I'm acting scared. Was ist los? Kein Ton. Sound. Geht wieder. Look. Was war? Thank you all. So, Mel, what do you think? I think it's incredible because it usually takes months between performance capture and getting any results back, so this is blowing my mind. And all of this is solved directly onto animator-friendly controls. Hallo? In this case, we are using a bespoke 4D rig, which we created together with Ninja Theory for Hellblade 2, but it's also ready to use on any MetaHuman or any other rig that follows our new MetaHuman standard. Let's have a look at that. I need performance capture to work like a mirror. I need it to capture whether I'm acting scared or angry. And sometimes, all I need is a look. So the scene take works even on stylized characters. Thank you all. Jetzt? These technologies. Hallo Chat? Test, Test, Test. Jetzt Chat, hallo, Test, 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 Test. Ich kann da nichts für, ich muss dann meinen PC neu starten.